Normally, I would assign you to one of the many pressing repair tasks. But, given your experience on board the Zeldi, I have suggested you join the senior staff briefing as we determine our next course of action. Oha! Oha! You can commence your maintenance shift afterwards. Oha! Ach, Schowak. Ich habe ja auch jede Antwort Crosstalk bei Schowak noch mit einem grünen Rahmen gehabt im Spiel. Ich habe keine einzige verkackt. Also, dass der mich jetzt mag und weiterempfiehlt, ist, ja, habe ich mir verdient. Habe ich. I tended to an Elydian earlier. Major Sarlet Arminta. Ah, yes. I met him at the negotiations. I never would have imagined I'd be here, on the same ship, working together with our oppressors. But now that I am, I can imagine a future where the Hotari and Elydians are no longer enemies. I always hoped for peace, but it seems so far away. There's still a lot of bad blood. I'll help you. Ist so die Botschaft der Richtung dann nochmal? Ja, was soll es Too kommen? much. Well, if there's any way I can help, let me know. I'll take you up on that. It's good to have the support of a Starfleet captain, I'm sure. Ah, temporär. It's coming along nicely. Thank you, Tylus. I'll take it from here. We're almost done. I have to brief Ambassador Spock in a few minutes. Stimmt, die gab's ja Ambassador auch noch. Spock can wait. Oh. You have some fences to mend. Personally, I'm against the needless destruction of innocent life forms, so I'm glad you transported the Zirconian crystals onto the ship. But Lieutenant Bedrosian obviously feels otherwise. And right now, you need the full support of your bridge crew. Being an effective leader requires trust, but an issue as divisive as this can create discord. Ich würde sagen 2. Das ist, was ich gut finde. I still need and insgesamt. value contrary opinions. I don't want everyone agreeing with me when they feel otherwise. Oh, you'll know when Lieutenant Bedrosian doesn't agree with something. She's not shy about making her opinion known. Dann kommt's in Arrest. It's been a chaotic last few days for everyone. You need to name a new first officer in preparation for what's coming. You'll have to work to regain Lieutenant Bedrosian's trust, but if she's removed from consideration, it comes down to Westbrook or Ermot. Obviously, there are pros and cons with each, but ultimately, the decision is yours. Commander Westbrook has seniority and was hoping to Das be ich echt Captain selber noch. Serrano's Das first gibt's doch officer. gar nicht. Ermot has the knowledge and experience that makes him more than qualified. Was ist das hier für eine bescheuerte Auswahl jetzt? Ich kann kotzen. Jetzt muss ich noch tatsächlich, bevor das Spiel zu Ende ist, mir den ersten Offizier erwählen. Ich meine, abgesehen davon, dass die gerade jetzt natürlich nicht meiner Meinung ist, wenn ich sie jetzt wähle, was ich per se gut finde, weil sie nicht meiner Meinung ist, also jetzt finde ich nicht verkehrt, das hat so ein bisschen Riker-Picard-Stil in geringem Maße. Wenn ich sie wählen würde, würde das nach einer Art Vetternwirtschaft klingen für alle, weil sie ja ein Fangirl von mir war, bis noch vor 10 Minuten. Ihn sehe ich nicht als ersten. Wurde ja auch schon angesprochen im Spiel selbst, das sehen auch andere nicht so. Er wird es mir auf jeden Fall böse nehmen, ihn nicht zu nehmen, das ist keine Frage. Also im Prinzip fällt meine Wahl dann irgendwie auf Ermot oder Bedrosian. Super schwierig gerade. Ich schieße sich einfach aus, weil er so... Ich meine, er könnte bestimmt auch ein guter Captain sein. Aber er ist dann nicht so... Er ist dann vielleicht eher so der Captain Picard-Typ. Ohne jetzt an die Größe von Captain Picard ranzukommen. Aber weniger der Captain Archer oder Captain Kirk-Typ. Also er ist dann einfach distanzierter, würde ich mal sagen, zur Crew generell, was nichts Verkehrtes ist. Aber zumal er sowieso jetzt erstmal Commander ist und nicht Captain, davon mal abgesehen. So gesehen wiederum brauche ich, glaube ich, als Commander jemanden eher, der an der Crew dran ist, als weg von der Crew. Hast recht. Irmont war sehr zuverlässig und ist richtig. Und okay. Gut, ich habe Bedrosian ja nur bis vor kurzem, ich habe jetzt nicht, einmal, glaube ich, habe ich jetzt widersprochen oder so, deswegen hat sie dieses Mimimi nicht geäußert bei mir. Hab den Eindruck also nicht. Aber ich würde auch zu Ermot neigen, einfach nur, Westbrook ist raus. Ich brauche einen, der halbwegs nah ist an der Crew als
Commander. Als Captain ist mir halbwegs egal. Als Commander brauche ich einen, der dran ist. Komm. Ja, ich werd Irmat wählen, glaube ich. Ihr sagt es ja auch. Ja, siehst du, der war nie drin, der Typ. Ja. Alle wollen Irmat. Ich bin auch 60-40 für Irmat, würde ich sagen. Ich nehme ihn. 2. Knapp. I don't mind saying Auch gut, aber ich bin consider schon Commander Irmat a strong über candidate Commander. for the role. Fenrad, Be a danke. popular choice with the crew. And bring a steadiness to the position that others might lack. Certainly not a controversial choice. But then, some may perceive that as playing it safe. You're as good as new. Thank you, Dr. Duvall. Always nice to have a captive audience. Das sagt die richtige Crew. Really shouldn't keep Ambassador Spock waiting. Ja, doch, ich glaube, die Wahl ist gut. Die Wahl passt. Captain. I'll meet you inside. Oh. I'm here to Ach, sie ist bloß Lieutenant. Ach, sie ist bloß Lieutenant. Ja, dann ist sowieso raus. Dachte, sie wäre auch Commander, ein vollwertiger. Ja, dann war es gar keine... Nee, dann war es ja völlig richtig, ihn zu nehmen und nicht sie. Ist ja lächerlich. Lieutenant ist sie bloß. Okay, Keks, ich bin mal nett und warte kurz. Ich hoffe... So. Ruft mal alle, weg mit der Werbung. Weg mit der Werbung. Keks, kommt zurück. Keks, kommt zurück. Cute Fenra manchmal. Was? Guck einer an. Keks, bist du wieder da? Ich würde extra... auf dich warten, definitiv. Aber ich brauche eine Rückmeldung, sonst weiß ich nicht, wie lange ich warten soll. Wir warten auf den Keks. Ich flieg mal so lange mit meinem Schiff ein bisschen rum. Oh, Bespaßung. Juhu. Werbung Ende. Okay, klasse. Weiter geht's. My resignation from the crew of the USS Resolute. I cannot in good conscience continue to serve aboard this ship. Not while the interests of the enemy take precedent over the safety of the crew. Request denied. Das haben sie oft schon gesagt in Star Trek. Mach ich auch mal so. Listen, Lieutenant. I understand how you feel, and I respect your opinion. You're one of the most Ja, valuable oder? Ich bin officers on the perfekter bridge, Sound-Engineer. which is why I cannot accept your resignation. I'm sorry, Captain, but I expected as much. Ja. Which is why I already Verdammt, die submitted kennt das my auch letter schon. of Ja, Kugeln ist resignation gut. to Starfleet Command. My door is always open if you change your mind. Verdammt. Ich glaube, sie hat auch ein bisschen Star Trek geguckt We'll nebenbei. have Ambassador Spock via subspace shortly. Thank you, Mr. Irmat. I'll notify Lieutenant Bedrosian we're about to begin. Hört sich hier Musik, okay. That won't be necessary. Oh! Petty Officers Diaz and... Mensch, ich sag mal Danke an das Keksens Stelle. Dankeschön, Dankeschön. Mensch, was ist hier los heute? Cool, freue ich mich. Können die Mundwinkel noch tiefer? Die Antwort ist... Aber nicht, na egal. Außerdem fängt die Debatte nicht über die Rüstung und Skillung beim Witcher an. Achso, du bist ganz woanders gerade. Ja, aber ist richtig, Ian, dass sie das gemacht hat, finde ich in dem Sinne auch nicht schlecht. Sie steht dazu, was sie machen will. Das ist durchaus positiv. Edzelar have first-hand experience with our adversaries. I thought it advantageous for them to join this briefing. I understand this is unusual, but I trust you have no objections. Talk about moving up in the world. Not that I'm surprised in the least. Oh. I'll allow it, Mr. Chobak. In all seriousness, what Diaz and Edzelar accomplished aboard the Zeldi is nothing short of remarkable. They're both to be commended. Not only for surviving against incredible odds, but for Einige ist 2 Emotes. Der eine ist ein Platzhalter. Der Rest ist noch in Arbeit. helping our efforts against these scions. You know, Carter deserves most of the credit. None of us would have made it without his help. We'd all be bioformed by this point. It was a team effort. There were way more people involved than just me. Not only Petty Officer Edzelar, but we had help from an Elydian officer named Arminta as well. Interesting. Ambassador Spock is ready for you. Put him through. Carter for promotion. Captain Rydek, your recent change in station certainly warrants mention, and I trust you to faithfully execute your expanded duties. Right now, we must keep our attention on the clear and present danger that lies ahead. The Takan.
and their warship. The closest populations are the Hotari and Elydian systems, and they are likely the first targets for mass bioforming. After that lies Federation space. I have advised Starfleet Command to send an impromptu battle group to intercept and assist you, but that will take time. You are our first line of defense. Toll. And with our shield algorithms compromised, we are at a great disadvantage. Ich nehme jede Hilfe. You know that as well as I do. Ich bin nicht der andere I'm Captain. glad to hear the battle group is en route, Ambassador. With what we're up against, we're gonna need all the help we can get. Definitiv. And you will have it. Remember, Ja! Spock mag mich immer noch, wenn man das als Vulkanier kann. Nicht, weil er nicht zeichnen kann, sondern weil er nicht so gut zeichnen kann. Ich bin nicht absolut talentiert, Fenra. Ich kann ein bisschen zeichnen, das gebe ich gerne zu, aber mehr ist es auch nicht. Und ich habe es auch jahrelang nicht aktiv gemacht, also daher bin ich sowieso raus. So. our strength is drawn from our ability to work together towards a common goal. Have we made any progress in finding a way to defend ourselves from the Aphilion's bioforming weapon? Currently, our shields will not protect us, but I am compiling all of the information the away team gathered on the Zeldi and cross-referencing it against our own as well as Portal 6-3's methods. The away team is sitting right here. Oh, jetzt reicht's mir aber. Die sagen andauernd Away Team. Ich hab Bock, Away Team zu zocken. Vor einer Weile kamen noch diverse Star Trek Games bei Good Old Games raus. Da habe ich mir ja auch tatsächlich Armada 1 und 2 geholt und dann ins Let's Play gebracht. Weiß einer von euch, Trekkies hier im Chat, ob Away Team auch dabei war? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, ich habe Away Team noch irgendwo hier im Schrank als Retail-Spiel rumliegen, wenn ich es finden würde nach dem Umzug irgendwann mal. Die Frage ist, ob ich es mal zum Laufen bringen kann, zumal mein neuer PC auch kein CD-Laufwerk mehr hat. Aber ich hätte echt Bock auf Away Team. Verdammt nochmal, das war ein lustiges Spiel. Und ja, Fenra, musst du nicht. So gut was und auch wieder nicht. They survived without getting bioformed, so we know it's possible. So, what's the secret? How do we defend ourselves? Is there a weakness we can exploit? Something we can do to avoid getting bioformed? Ja, Nummer 3. Ich weiß doch auch I wish nicht. I could tell you the solution. Ist dabei, okay, cool. The truth is, there Muss is ich mal no reinsehen dann, easy Ian. answer. There's no Ach, sie lohnt defense ja nichts. against bioforming. One-on-one or on a mass scale. At least, not that I know of. May not be able to stop it, but it might be possible Hast to du recht, slow Rui. it down. It's too soon to say for sure, but we've had some promising indications that Duridium can delay the bioforming process. Duridium? It's not a cure. Natürlich. It's not going to bring Zufall. anyone back we've already lost. But Duridium is a cell stabilizer, so it has the potential to slow down the onset of physical and mental changes. Das ist ein bisschen if sehr not naheliegend. entirely prevent them. And we might be the only ship in the fleet with this much Duridium on hand. In fact, a lot of ships wouldn't have any. You say that it slows the process, but Ich muss mal ganz kurz reinhauen, bevor es hier falsch ist. Nicht Tini, sondern Vini mit V. Ganz kurz. Es ist die, mit der wir immer plopp, 7 Days to Die spielen. Vini. V. Was? Achso, ach, ich bin doof. Muss mal Shoutout machen. Oh, ich habe nur ein Ausrufezeichen geschrieben. Toll. Was? Tidy Ruffling heißt sie hier auf. Nein. Oh Mann! Moment, ich hab's gleich. Ach. Shout out. Hallo. Ich verklick mich gerade andauernd. Shout out. Tiny Ruff. Nein, Unterstrich. Ach, verdammt. Ich mach's anders. Komm. Zack. Klickt auf die Emotes rauf. Da habt ihr ja Verlinkungen, wo sie herkommen. So. Problem gelöst. Mist. this doesn't Von ihr sind actually die stop the gemacht. con from taking over, does it? Correct. I can't be 100% certain, but it appears this is only a short-term solution. Also, it requires a much larger dose to be effective. We don't have enough Duridium on board to protect the whole crew. We barely have enough to protect everyone in this room. Sounds like it won't do us much good then. Das heißt aber, ich bin immun, The oder use was? case I'd suggest is that it could buy a little time for an officer or a small group to complete a task or mission.
But it has to be taken at the moment of exposure to the bioforming mechanism. Prepare a delivery method for this remedy. That raises the question. What is the mission? Ja. Assuming the Aphelion uses shields of some Vampirrat, kind, moin! Na, wie geht's dir so? Jetzt einmal nett, das wäre nett. We may not be able to block the Aphelions' attack either. But if they do strike, we know their weapon uses transporter technology. We might be able to backtrack their signal path. Like we did to evacuate Captain Rydek from Tau. Exactly. We could send an away team onto the Aphelion. Away team! Damn it! So we could destroy it from the inside. I'm not exactly sure how, but that's the idea. Ich will ein Away team haben. I think Portal could still help us. If he can't get a first-hand look at the Aphelion, he might be able to identify weakness. After sparing the remnants of his civilization, I should hope he'd help us. He will. Ich denke doch. We'll need to prepare a boarding party, if it comes to that. Petty Officers Edsalar and Diaz are the logical choices to lead any away mission to the Aphelion. They have already crippled one enemy ship. If anyone can do so again, it is them. This isn't like the engineering mission that took you to the Zelda. Do you really have some special insights that a tactical team wouldn't? Doesn't the fact that we're here speak for itself? Sabotage. Just surviving won't be enough this time. Sabotage is kind of becoming our specialty. We'll find a way to get the job done. Well, he certainly has the swagger for it. If this is the necessary course of action, I support it. With the help of Portal. He should be part of the away team. Ich will ein Away team. I will compile all the latest data on the tricorders, just in case. In the meantime, I want you working on ways we can combat the Takan tech. Shields, weapons, anything we can use. Yes, Captain. Anything else, Ambassador? I know this matter is in capable hands. Yeah. Hold the line as best you can. Help is on the way. Thank you. Feierabend hat er. Guter Mann. Spannende Pause. Mal ganz kurz in den Chat reingefragt, für alle Trekkies, die auch entsprechende Star Trek-Spiele gespielt haben. Schreibt doch mal eine Liste von 1 bis 5, Rangliste, welche Star Trek-Videospiele haben euch am besten gefallen. Gibt ja ein paar. Gibt ein paar gute, gibt ein paar nicht so gute und so weiter. Ich bin auf die Antworten gespannt. Vielleicht habt ihr ja da interessante Antworten, die mich zum Nachdenken anregen. Die beiden hatten stundenlang Stress und ja... Genau, genau so. Ewig haben die Stress gehabt, sind zu Hause, aber die können das. Die sind total immun gegen so einen Stress. Die sind Sternenflotte, das geht schon. Ich muss was machen. Komm hier, ich bin der Crewman-Captain. I have faith in all of you to meet this moment with the urgency it requires. I expect all of us to give it everything we've got. Nur Bridge Commander, was? Thank you, Petty Officers Diaz and Edson. Aber ist nicht die schlimmste Wahl. While we have a quorum of senior staff, there is a procedural element we need to take care of. The Resolute command codes must be transferred to Captain Rydek for control of the ship. Of course. Computer, transfer all command codes to Captain Jara Rydek. Voice authorization Irmat, Echo 4 Lima. Voice authorization Duval, Beta 2, Yankee. Voice authorization Westbrook, Alpha 7 Tango. Awaiting your authorization, Captain. Sehr schön. Armada 1 plus 1. Ich nehme an, Armada 1 und 2. Away Team, Elite Force 1 und 2. Ja, bei mir ist es tatsächlich ähnlich, nur würde sich Away Team noch hinter Armada und Elite Force platzieren würde. Also aus meinen 5 quasi. Ich muss ganz kurz überlegen. Ich glaube, Armada 1 ist auf jeden Fall mein Lieblingsspiel. Platz 1 definitiv. Platz 2 würde ich Elite Force 2 nehmen. Platz 3 und 4 ist eng bei Star Trek Armada 2 und Elite Force 1 und dann Away Team. Das würde ich so für mich festlegen.